Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Warum es nicht immer wasserdicht sein muss, sondern warum auch wasserresistent in 90% der Fällen alles tun wird, was ihr braucht, um euren Job zu erledigen, zeigen wir euch heute in diesem Video. Auf vielfachen Kommentarwunsch, ich glaube eines Einzelnen sogar, haben wir uns die TT Water Resistant Pouches mal vorgenommen, um die euch vorzustellen. Genaue Bezeichnung wäre die TT Pouch WR. Das wäre quasi diese Variante hier ohne Fenster. Und dann gibt es noch die TT W-Pouch WR. Das W steht für Window. Das wären diese beiden Taschen hier. WR, WP, das sind so die Abkürzungen, die Tasmanian Tiger verwendet. Wir hatten euch bereits hier die Tasche hier drüben vorgestellt, die WP Pouch. Die könnt ihr euch auch nochmal anschauen, haben wir euch am Ende dieses Videos verlinkt. Die ist waterproof, also wasserdicht, kann man untertauchen. WR ist water resistant, bedeutet, man hat hier eigentlich einen Spritzschutz nur. Warum die Taschen aber trotzdem mehr können oder ob sie mehr können, wollen wir euch zeigen. Deswegen haben wir hier einen kleinen Versuch für euch aufgebaut. Aber erstmal natürlich wie immer die Spezifikation für euch. Die Water Resistant Pouches von TT gibt es in zwei Farben, einmal in Oliv und Schwarz. Dass wir jetzt hier die mit den Fenstern in Oliv gewählt haben, ist nur rein zufällig. Das bedeutet, ihr bekommt beide Varianten in beiden Ausführungen, also entweder komplett Oliv oder Oliv mit Fenster oder Schwarz komplett und Schwarz mit Fenster. Von den Größen her gibt es aktuell zwei Größen. Einmal nennt sich die Größe A4 und A5. Die Größen sind aber entsprechend, habe ich auch mal hier mitgebracht extra für euch, damit ihr gucken könnt, auf den Inhalt bezogen. Ja, bedeutet, hier würde ein A4 großer Gegenstand reinpassen und hier würde ein A5 großer Gegenstand reinpassen. Die Taschen selbst sind ein bisschen größer logischerweise, damit diese Gegenstände auch reinpassen. Also wir sprechen hier bei der A4 Tasche von Maßen 35 x 28 cm. Selbe bei der Fenstertasche. Und bei den kleinen haben wir hier 22 x 26,5, also 26,5 und 22 in der Breite. Eine wichtige Information, die wir nicht auf der TT-Seite gefunden haben und die wir aber euch nachliefern wollen, war ein Einwurf vom Hannes, fand ich sehr, sehr gut. Nämlich, wie viel oder wie weit der Reißverschluss aufgeht. Kriegt man wirklich ein A4-Blatt oder A4-Dokumente genauso rein? Bedeutet, der Reißverschluss geht ja nicht bis zum Rand logischerweise. Und das Schiffchen nimmt auch nochmal ein Stück Platz ein. Bedeutet, bei der A4-Tasche habt ihr einen maximalen Einschub von 18 cm. Ja, also dieser Bereich hier ist 18 cm. Wäre vielleicht auch interessant, wenn ihr ein Tablet oder etwas Ähnliches Starres hier reinpacken wollt. Bei einem A4-Blatt oder bei einer Karte wäre es natürlich kein Problem. Die kann man ein bisschen falten und sie dann reinwursteln. Aber solltet ihr das für Elektrogeräte oder ähnliche Sachen benutzen, solltet ihr wissen, wie breit die Reißverschlüsse sind. Also nochmal 18 cm in der Breite hier bei der A4 und bei der A5 sind es 12,5 cm, die ihr hier noch zum Arbeiten nutzen könnt. TT verwendet bei allen vier Taschen das gleiche Material, und zwar ist das 420D Nylon TPU Eco. Das ist ein Ripstop-Material. Es wird hier mit Nähten so gut wie gar nicht gearbeitet, sondern ich glaube sogar überhaupt gar nicht. Es ist alles geklebt, ja, soll ja auch so sein. Und der Grund dafür ist die Wasserresistenz. Hätten wir hier keinen Reißverschluss, hätte man hier wirklich auch eine 100%ige Wasserdichtigkeit. Der Reißverschluss ist quasi die einzige Schwachstelle. Hier ist aber auch ein wasserresistenter Reißverschluss verwendet worden von der Firma OR. Wir wissen nicht, wer es ist. Das steht auf jeden Fall hier auf dem Zipper drauf. Ist diesmal kein YKK, wie man das sonst von Tasmanian Tiger kennt. Hat folgende Bewandtnis. YKK hat ja auch diese Aquaguard-Zipper, die tragen relativ weit auf. Also die sind relativ dick und auch nicht so 100%ig dicht stellenweise. Kommt auch an, welche Variante man nimmt. Und hier der OR, der ist ultra flach. Und was ich auch sagen muss, der läuft auch deutlich besser als der gummierte von YKK, die wir kennen. Ja, also es ist, denke ich, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl, was den Reißverschluss angeht. Von der Ausstattung her seht ihr ja hier schon, die sind auch identisch aufgebaut. Ihr habt an den Seiten jeweils zweimal Schlitze zum Befestigen an Booten oder an sonstigen Gegenständen und hier auch nochmal auf der Oberseite. Da zeige ich euch gleich nochmal was zu. Und ihr habt auf der Front jeweils ein
einen Klettstreifen, bei den Fenstervarianten natürlich nicht entsprechend, weil dann sieht man eh, was drin ist, aber hier für die oder dichten Taschen, wo man nicht sieht, wo man nicht den Inhalt erkennen kann, hat man hier einen Klettstreifen, um den Inhalt zu identifizieren. Ja, vom Volumen her ist es eher für flache Gegenstände geeignet, ist ganz klar. Wir haben aber eine minimal leichte dreidimensionale Struktur, bedeutet Unterwäsche zum Beispiel, die trocken bleiben soll, könntet ihr hier auch ohne weiteres unterbringen. Ich habe jetzt hier mal ein T-Shirt in Größe XL reingepackt. Da würden auch locker noch ein paar Socken dazu passen und eine Unterhose, also Wechselunterwäsche, könnte man auf jeden Fall ein Set hier ohne weiteres unterbringen, um dann noch ein bisschen mehr Wasserschutz zu gewährleisten, im Rucksack vor allem. Ja, ansonsten eine ganz wichtige Information bei den Window Pouches. Hier wird ein Material verwendet, was sehr, wie soll ich sagen, also ihr kennt ja dieses durchsichtige Material bei vielen Klarsichttaschen, was so ganz steif ist und was auch relativ schnell vergilbt. Und hier hat TT ein relativ dünnes Material gewählt. Also das ist schon fast so ein bisschen wie Einschweißfolie, diese etwas starre, also nicht diese typische Einmal-Wegschmeißfolie, sondern die man auch schrumpfen kann oder vakuumieren kann. Also es ist schon ein bisschen stabiler, ist silikonartig. Besser kann ich es nicht beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall nicht dieses typische ultradicke Material. Hat natürlich dann auch den Vorteil, dass ich hier sehr schön Geräte auch bedienen kann, wenn ich das möchte. Also ich kann hier, oh, ich muss mal wieder meine Mitteilungszentrale löschen, sehe ich gerade. Also ich kann hier tatsächlich mein Smartphone durch diese Hülle bedienen. Ja. Und kann dann, Face ID geht nicht, habe ich gesehen, aber ansonsten, es könnte auch gerade an meinem Handy liegen, das spinnt nämlich gerade ein bisschen. Also das wäre auf jeden Fall möglich, hier mit einem Smart-Gerät zu arbeiten in der Tasche. Ja. Natürlich auch wieder fürs Bootfahren, Karte, Kompass, GPS, damit es auch vielleicht noch mal ein bisschen einen Schutz hat, damit nicht die Wassertropfen vielleicht das Touch-Display direkt verstellen, wobei das vielleicht dann durch die Folie auch geht, das müsste man mal ausprobieren. Hat man hier natürlich auch noch mal einen zusätzlichen Schutz. Ja, wir haben für euch, wie gesagt, hier einmal vorbereitet den Wassertest. Wir machen das jetzt einmal so, ich habe jetzt in jedem von diesen 4 Taschen ein Blatt Papier untergebracht. Ja, so A5, A4, was auch immer. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das verhält, wenn man das mal wirklich auch untertaucht. Ja. Ihr seht es auch schon, wenn ich jetzt den Zipper zumache, habe ich hier ein bisschen Luft drin. Die lässt sich aber rausdrücken. Bedeutet, wir haben definitiv hier oben einen kleinen Schlitz, wo Wasser eindringen könnte, ja, oder eindringen wird. Also das, was ich jetzt mache, solltet ihr mit eurem Inhalt nicht machen, wobei ich der Meinung bin, dass auch so eine Tasche mit kurzem Untertauchen nicht allzu große Probleme bekommen wird. Kommt natürlich immer auf den Inhalt drauf an, wie sensibel das ist. Ich habe doch hier irgendwo ein Handtuch. Und jetzt machen wir das nämlich erst von außen alles schön trocken, dass auch ja kein Wasser von außen oder von meiner Hand drauf kommt. Sonst ist ja dieser Test nicht aussagekräftig. So. Finger sind trocken, Hand ist trocken. Und der Zipper soweit auch. So. Also ihr seht's. Und das war auch genau meine Befürchtung. Hier im oberen Bereich, wo der Zipper, also genau in dieser Ecke, wo der Zipper schließt, hat man natürlich dann ein bisschen Wassereinbruch. Ja. Das war zu erwarten, das sagt TT ja auch, also deswegen ja auch WR und nicht WP. Jetzt wäre aber noch mal spannend zu wissen, was würde denn passieren. Also auch hier nochmal A4, trockenes Blatt Papier. Wäre jetzt hier nochmal spannend zu wissen, was passiert, wenn ich mir ein bisschen behelfe. Weil das wäre natürlich auch nochmal eine Variante für jemand, der sagt, okay, mir ist jetzt einfach eine wasserdichte Tasche zu teuer, zu schwer, zu sperrig. Mir reicht eigentlich die hier. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen mehr Schutz haben. Und deswegen haben wir vorhin mal diesen Versuchaufbau schon mal getestet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder so. Also man kann natürlich einfach hier den Zipper abkleben mit ein bisschen Panzertape. Und das Schöne ist an dem TPU-Material, das geht extrem gut wieder ab, rückstandslos. Also das wäre auch eine Variante, wie ihr euch behelfen könnt. Und jetzt gucken wir mal, ob dieser Test, den wir vorhin gemacht haben, jetzt wieder genauso ist. Ich hoffe es. Nicht, dass ich jetzt hier
mich blamiere. Aber vorhin habe ich gesagt, das hat funktioniert. Der Hannes hat gesagt, mutige Aussage. Habe ich gesagt, ja, wir gucken mal, vielleicht funktioniert es ja. Okay, also trocken ist es. Und der Zipper ist auch noch abgeklebt. Gucken wir mal. So, da ist noch ein bisschen Wasser. Das machen wir auch gleich noch weg. Also wie ihr sehen könnt, ist das Blatt Papier hier komplett trocken. Ist nicht zum Tauchen gedacht, ganz klar, aber als Beispiel, ihr habt vielleicht irgendwas Sensibles, eine Karte, wenn ihr wirklich kein GPS habt, sondern nur mit Karte unterwegs seid und habt die auf eurem Kajak befestigt und das Kajak macht eine Drehung oder so und ist kurzzeitig untergetaucht. Mit einem Stück Panzertape über dem Reißverschluss seid ihr sogar 100% waterproof für einen kurzen Moment. Ja, das wäre nochmal so ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann. Okay, dann haben wir noch zum Schluss die Befestigungsmöglichkeit. Und zwar ist mit dabei bei jeder Tasche jeweils 2 von diesen Aufhängern. Das ist ein Stück Gurtband mit Klett auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit hier so einem T-Stück zum Einhaken. Nicht wundern, hier ist natürlich das TT-Label dran. Es muss ja irgendwo, in Deutschland ist es erforderlich bei Produkten, so eine Konformitätsblabla mit Material und Produktionsland und überhaupt. Waschanleitung und sowas. Es muss immer mit drin sein bei Textilien. Das hat TT hier dran gemacht und das finden wir auch sehr, sehr gut, dass sie es hier dran gemacht haben, weil hier hätte man es irgendwie blöd reinkleben müssen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar vernähen. Und hier kann man es einfach wegschneiden, wenn es einen stört. Weil nachdem es gekauft ist, ist die EU-konform dann auch, Konformität dann auch egal. Naja, anyway. Gut, wir haben hier einen Modular-Pack für euch. Wo ist der Reißverschluss da? Und den haben wir auch schon vorbereitet für euch. Und zwar sind hier schon mal diese Hänger eingebaut. Ich nehme mal kurz hier die Flappe ein bisschen ab, dass man es besser sehen kann. Die Idee ist, entweder ihr macht das so wie wir. Wir sind jetzt wirklich ganz nach oben gegangen. Dann ist es hier sogar so ein bisschen unter der Flap. Also in den ersten Slot. Ihr könnt natürlich auch eins tiefer gehen und es dann straff ziehen, ja, dass da möglichst wenig Spiel ist. Wir haben jetzt gedacht, wir machen es so, dass wir hier das einmal kletten, also von oben nach unten durchfädeln, damit ihr nicht das T-Stück fädeln müsst. Und dann habt ihr hier oben nochmal 1,5 Zentimeter Spiel, sage ich mal, um das aufzuhängen. Und jetzt gehen wir her und hängen mal die große ein. Und die nehmt ihr jetzt einfach, führt sie hier durch die Schlitze. Und damit habt ihr hier in einem Rucksack oder egal, wo ihr Mollefläche habt. Es funktioniert natürlich mit der Aufhängung hier, nur wo auch Klett auch noch irgendwo mit involviert ist. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch sowas einfach bauen. Ja, ein T-Stück mit Molle, im Zweifelsfall mit beiden Seiten T. Und dann könnt ihr das an der Molle am Rucksack einmal oben durchführen, einmal unten durchführen. Oder ihr nehmt ganz normales Gurtband, um das Ganze dann am Rucksack außen zu befestigen. Und dann ist es hier so gedacht, dass die Taschen hier hängen können, ganz normal. Das wäre jetzt hier die A4-Tasche. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit der A5-Tasche an, dass ihr auch mal gesehen habt, wie die im Rucksack aussieht. Die ist jetzt mit Sicherheit zu breit, genau. Da müsstet ihr die inneren Aufhängepunkte nehmen. Das heißt, ich hänge die jetzt nur mal auf der einen Seite ein, um Zeit zu sparen in diesem Video. So, und dann seht ihr, das wäre dann in der inneren Hälfte so. Also man hat da ein bisschen mehr Platz noch nach rechts und links und könnte von der Höhe her fast 2 reinhängen, aber nur fast. Aufgrund der flachen Konstruktionsbauweise könnt ihr natürlich auch mehrere übereinander hängen. Ja, das heißt, ihr könntet hier 2 nehmen, die auch beide mit demselben einhängen, könnt dann wie zum Blättern das Ganze als Organizer nutzen. Also nicht nur gut für die Wasserresistenz von Gegenständen, sondern tatsächlich auch nochmal als Hängeorganizer in eurem Rucksack eine coole Sache, wenn ihr da nichts vorrätig, also wenn ihr da keine Vorrichtung für habt, ja, wie zum Beispiel
bei den TT-Rucksäcken, wo Klett hinten ist. Da wäre ja keine Vorrichtung für vorhanden. Habt jetzt zwar auf der anderen Seite kleine Organizerfächer, aber damit könntet ihr euch dann nochmal zusätzlich Stauraum oder Organisation im Rucksack schaffen. Kommen wir mal zu unserem Fazit zu den WR-Pouches von Tasmanian Tiger. Erstmal, was uns nicht gefallen hat, ist tatsächlich nur eine Kleinigkeit, nämlich, dass man hier unten nicht nochmal 2 Schlaufen zur Verfügung gestellt hat. Das wäre nochmal cool, dann könnte man es im Rucksack wirklich so fixieren, dass es in keine Richtung sich bewegen kann. So kann es natürlich immer flattern für einen Kajak oder für eine Außenbefestigung. Durch die beidseitige Außenschlaufenlösung ist es natürlich kein Problem, aber wir hätten uns einfach nochmal unten welche gewünscht. Also wie gesagt, nur jammern auf ganz kleinem Niveau. Ansonsten Verarbeitung, Top-Preis auch natürlich wieder. Konkurrenzlos günstig, also alles, was ihr von anderen Herstellern da findet, ist in der Regel deutlich teurer, sei denn, das ist irgend so ein Billo-Amazon-Produkt, dem man nicht 100% vertrauen kann. Und wie ihr gesehen habt, auch die Wasserdichtigkeit, ich sage jetzt extra Wasserdichtigkeit, in Kombination mit ein bisschen Panzertape, ist auch gewährleistet. Und ansonsten natürlich Wasserresistenz, 100% Wasserresistenz, was TT auch auf der Webseite sagt. Gut ausgeführt, gute Materialien, mehr gibt es nicht zu sagen. Es sind tolle Taschen und eine Empfehlung wert. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ansonsten wollt ihr natürlich gerne noch wissen, wo ihr diese Taschen erwerben könnt. Die gibt es bei Recon Company in allen 4 Ausführungen. A4 schwarz-oliv mit Fenster, ohne Fenster und A5 schwarz-oliv mit und ohne Fenster. Link ist hier unten eingeblendet. Ja, was ihr davon haltet, habe ich ja schon aufgefordert euch, dass ihr es mal in die Kommentare schreibt. Übrigens noch ein kleiner Side-Gag oder eine Side-Info. Ich habe vorhin gerade mit TT telefoniert und da hat mir der Entwickler auch gesagt, ich habe gerade bei euch in den Kommentaren gelesen. Also TT liest immer fleißig mit. Das heißt, wenn ihr Kritikpunkte habt, immer rein damit, was TT angeht. Die lesen bei uns die Kommentare mit und nehmen das auch sehr ernst. Ja? Also wenn da irgendwo was ist, was euch auffällt, was negativ ist, konstruktive Kritik. Einfach rein damit und dann wird da überlegt, ob sie dafür eine Lösung finden. Wollte ich gerade noch mal schnell sagen. Ansonsten, wir lesen natürlich auch die Kommentare und geben das immer weiter an TT. So gehört sich das. Ihr seid die Community, ihr macht uns groß und deswegen sind wir auch für euch da. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.